In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ich diesen Sticker animiere, der in Augmented Reality erfahrbar ist und erklärt, warum die Grünphase der Ampel immer so kurz ist. Hi, ich bin Sandra. Ich bin Illustratorin und Animatorin und arbeite unter dem Namen Barbar. Mein Background ist Grafikdesign. Deswegen finde ich es total spannend, gedruckte Inhalte wieder mit digitalen zusammenzubringen. Zum Beispiel mit Augmented Reality. Für die Animation des Stickers in diesem Tutorial arbeite ich mit Procreate Dreams. Für den AR-Part nutze ich Artivive. Los geht's! Meine Ausgangslage ist der bereits gedruckte Sticker. In Procreate Dreams lege ich eine neue Datei an und wähle mir mein Format aus. Dann checke ich als erstes meine Framerate. Die finde ich hier beim Namen des Dokuments. Die Framerate von 12 Frames pro Sekunde passt für das, was ich vorhabe. Ich mache die Länge des Films noch etwas kürzer. Und dann kann ich loslegen. Als erstes lade ich mir den Sticker als Referenzebene in mein Projekt. Den ziehe ich mir auf das Format. Es ist kein Problem, wenn das Bild unscharf wird, ich zeichne es ja nach. Das Motiv des Stickers dient als Triggerbild für die Animation. Das heißt, es wird von der AR-Software erkannt und spielt dann die Animation ab. Damit es keine Wackler gibt, sollte der erste Frame der Animation mit dem Sticker übereinstimmen. Nun ändere ich die Transparenz dieser Ebene, damit ich das Bild nachzeichnen kann. Ich lege hier beim Plus eine neue Ebene an, wähle Track und wenn ich auf diesen Kringel drücke, kann ich in der Ebene zeichnen. Die Timeline kann ich nach unten schieben, um mehr Platz zum Zeichnen zu haben. Ich beginne mit dem Kopf. Erstmal schaue ich, ob der Pinsel der richtige ist und stelle die Dicke des Strichs entsprechend meiner Vorlage ein. In der Flipbook-Ansicht habe ich viel Platz zum Zeichnen und wenn ich zurück will zur Timeline, kann ich das hier anwählen und nach unten schmeißen. Das macht immer sehr viel Spaß. Dann kann ich die anderen Elemente zeichnen und zwar jedes in eine einzelne Ebene. Also den Kopf, den Körper, den Knopf und den Kreis. Hier habe ich etwas vorgespult. Für die bessere Übersicht blende ich die Referenzebene aus, hier beim Häkchen. Und nun kann ich anfangen, alles zu animieren. Dafür gehe ich an eine Stelle weiter hinten im Video, habe keinen Modus angewählt und tippe hier auf die Schere, um die Ebene zu zerschneiden. Wenn ich hier einmal drauf tippe, erscheint ein Halbkreis. Damit kann ich das Element drehen. Dafür muss ich aber den Ankerpunkt ändern. Das mache ich hier bei den 3 Punkten und ziehe den Ankerpunkt dann auf die Stelle, um die sich das Element drehen soll, also zum Hals. Dann beginne ich hier mit der Pose, wo das Krokodil eingeschlafen ist und verschiebe es auch ein wenig. Um etwas rückgängig zu machen, tippe ich mit 2 Fingern aufs iPad, wie bei Procreate. Diese Pose schiebe ich jetzt ein wenig nach hinten und teile vorne die Ebene noch ein paar Mal. Anfangs sollte das Krokodil nur leicht wegnicken. Dafür bewege ich den Kopf nur ganz wenig in die eine und in die andere Richtung. Nun wackelt es zwar schon, aber ich möchte, dass der Kopf langsam in die Bewegung reinkommt. Deswegen kann ich zwischen diesen beiden Bildern noch eins hinzufügen. Dabei hilft es mir, die Zwiebelschichten zu aktivieren, die mir den Frame davor und danach zeigen. Das mache ich hier beim Timecode. Damit wird die Bewegung ein bisschen flüssiger. Nun passe ich noch die Augen an, dass die kleiner werden, um die Schläfrigkeit zu unterstützen. Am Ende der Bewegung setze ich wieder die Ausgangsposition des Kopfes ein. Länger mit dem Finger draufhalten und Copy auswählen und hier hinten Paste. Ich wiederhole das Wackeln in die andere Richtung und passe das Timing an.
Nun geht's an die Pose, in der das Krokodil auf den Knopf gefallen ist. Die Schnauze möchte ich hier etwas zusammenknautschen. Dafür blende ich den Körper aus für mehr Übersichtlichkeit. Außerdem ist das Krokodil nun komplett eingeschlafen und hat geschlossene Augen. Ich habe jetzt diese beiden Extremposen. Bevor das Krokodil nach vorne fällt, kippt es noch einmal kurz nach hinten. Dafür kopiere ich 2 Posen von einem früheren Zeitpunkt. Und mache die Augen auch noch etwas kleiner. Und hier füge ich jetzt auch wieder Zwischenbilder ein, bis mir die Bewegung gefällt. Da es eine sehr schnelle Bewegung ist, reicht hier ein Zwischenbild. Ich animiere den Knopf und passe den Körper entsprechend der Bewegung an. Ich zeige nicht alle Schritte, da das Tutorial sonst über eine Stunde sein würde. Aber wenn ihr das Prinzip des Animierens einmal verstanden habt, könnt ihr es auf alle Ebenen bzw. Elemente anwenden, die ihr bewegen wollt. Jetzt bin ich mit der Bewegung zufrieden und kann das Ganze kolorieren. Die Farben nehme ich mir aus dem Referenzbild. Dafür ziehe ich die Sichtbarkeit wieder auf 100%. Wenn ich im Zeichenmodus länger mit dem Finger auf die Farbe halte, kann ich sie auswählen und dann kann ich sie der Farbpalette hinzufügen. Jetzt animiere ich noch den Farbwechsel der Ampel. Zum Kolorieren ziehe ich die Farbe wie bei Procreate in die entsprechenden Bereiche. Bevor das Krokodil wieder hochkommt, öffnet es die Augen, schaut sich um, realisiert die Situation und schreckt dann in die Ausgangsposition zurück. Jetzt kann ich die Animation an meinen Mac schicken. Und zwar mache ich das hier unter Share, Custom Setting, H264 als MP4 und die Qualität verringere ich auf HD. Ich habe mir die Animation an meinen Mac gesendet und lade sie jetzt bei Artivive hoch. Ich habe mich jetzt bei Artivive eingeloggt, um meinen Film hochzuladen. Das mache ich hier bei dem Plus, 2D-Artwork. Hier kann ich mein Bild hochladen und das Video. Zuerst das Triggerbild, das ist der Sticker und das Video. Ich habe im Procreate Dreams noch einen blauen Hintergrund hinzugefügt. Blau aus dem Grund, weil es nicht in der Grafik vorkommt und ich hier nun bei der Transparenz einstellen kann mit der Pipette, dass alles, was blau ist, transparent sein soll. Mit dem Threshold kann ich noch die Grenze einstellen, ab wann das passieren soll. Und ich glaube, das ist hier ganz gut. Zuletzt vergebe ich noch einen Namen. Kroko. Und kann es abspeichern. Die App ist gratis und damit kann sich jeder die Animation anschauen. Ich bin gespannt, zu welchen AR-Experimenten dieses Tutorial euch inspiriert und würde mich freuen, wenn ihr eure Arbeiten in den Kommentaren verlinkt.